Der seltsame Fall von Dr. Jakob und Herr Heinrich. Kapitel 1 – Die geheimnisvolle Tür. Es war ein kühler Herbsttag in London. Der Nebel lag schwer über den Straßen, und das Licht der Gaslaternen schimmerte schwach. Der Anwalt Johann, ein Mann, der Stille und Ordnung liebte, ging mit seinem Freund Herr Stephan spazieren. An diesem Tag blieben sie vor einem alten Haus, in einer engen Gasse, stehen. Es sah seltsam aus. Die Tür war groß und abgenutzt, und die Fenster waren verhangen. Die Wände waren schmutzig und ungepflegt. Dieses Haus hat immer seltsam ausgesehen, sagte Herr Stephan und zeigte darauf. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, die hier passiert ist. Johann nickte und hörte zu. Vor ein paar Monaten ging ich spät abends nach Hause, begann Herr Stephan. Die Straßen waren leer, und es war still. Plötzlich hörte ich schnelle Schritte. Ich drehte mich um und sah einen Mann schnell gehen. Zur gleichen Zeit lief ein kleines Mädchen über die Straße. Die beiden stießen zusammen, sagte er ernst. Und was geschah dann? Fragte Johann. Der Mann ging einfach über sie hinweg, als ob sie nicht da wäre, antwortete Stephan. Es war schrecklich anzusehen. Ich rannte ihm hinterher und packte ihn. Er sah unangenehm aus, irgendetwas an ihm ließ mich schlecht fühlen. Was habt ihr dann mit ihm gemacht? Fragte Johann. Die Leute versammelten sich, und wir forderten, dass er der Familie des Mädchens Geld gibt, sagte Herr Stephan. Er stimmte zu, aber das Seltsame war, wie er das Geld besorgte. Er führte uns zu dieser Tür hier, er zeigte auf die Tür vor ihnen, und ging hinein. Nach einer Weile kam er mit einem Scheck zurück, der im Namen eines angesehenen Mannes Dr. Jakob ausgestellt war. Dr. Jakob? Fragte Johann überrascht. Ja, bestätigte Stephan. Ich habe mich immer gefragt, warum dieser ekelhafte Mann den Namen von Dr. Jakob benutzen konnte. Es ist etwas Geheimnisvolles daran. Johann schwieg und sah die Tür an. Er kannte Dr. Jakob, er war ein angesehener Arzt, und auch einer seiner Klienten. Diese Geschichte beunruhigte ihn. Wer war dieser seltsame Mann? Und warum war er mit Dr. Jakob verbunden? Die beiden Freunde gingen weiter, aber Johann entschied sich, mehr herauszufinden. Er wusste, dass dies keine gewöhnliche Geschichte war. Kapitel 2 – Johann grübelt. Am selben Abend saß Johann allein in seinem Arbeitszimmer und war tief in Gedanken versunken. Er war ein ruhiger und ernster Mann, der selten seine Gefühle zeigte. Aber die Geschichte über den geheimnisvollen Mann und Dr. Jakob ließ ihn nicht los. Johann öffnete eine verschlossene Schublade in seinem Schreibtisch. Darin lag Dr. Jakobs Testament. Er hatte es schon früher gelesen, aber er mochte nicht, was darin stand.
Im Testament stand, dass, im Falle von Dr. Jakobs Tod oder Verschwinden, sein gesamter Besitz an einen Mann namens Herr Heinrich übergehen sollte. Herr Heinrich, murmelte Johann zu sich selbst. Das muss der Mann sein, von dem Stephan erzählt hat. Johann konnte nicht verstehen, warum Dr. Jakob so jemandem vertrauen würde. Herr Heinrich hatte einen schlechten Ruf, und viele in der Stadt fürchteten ihn. Warum sollte ein angesehener Mann wie Dr. Jakob ihm alles vermachen? Johann beschloss, mehr über Herr Heinrich herauszufinden. Am nächsten Tag begann er, sich bei Leuten in der Stadt umzuhören. Er erfuhr, dass Heinrich oft die Tür in der engen Gasse benutzte, die Stephan ihm gezeigt hatte. Aber niemand wusste viel über ihn. Die Leute sagten nur, dass er seltsam aussah und ein unangenehmes Benehmen hatte. Eines Abends entschied sich Johann, bei der Tür zu warten. Er wartete lange, bis er schließlich einen Mann kommen sah. Der Mann war klein und bewegte sich auf eine merkwürdige Weise. Das musste Herr Heinrich sein. Johann ging auf ihn zu und fragte: Sind Sie Herr Heinrich? Der Mann blieb stehen und sah ihn mit kleinen, kalten Augen an. Ja, das bin ich. Was wollen Sie? Ich bin ein Freund von Dr. Jakob, antwortete Johann. Heinrich lächelte auf eine unangenehme Weise. Dr. Jakob ist auch mein Freund, sagte er, und ging davon, bevor Johann etwas weiteres sagen konnte. Johann blieb allein in der Dunkelheit zurück. Er fühlte sich unwohl. Etwas an Herr Heinrich ließ ihn innerlich frieren. Er entschied, Dr. Jakob so bald wie möglich zu besuchen, um Antworten zu bekommen. Kapitel 3 – Dr. Jakobs Abendessen. Einige Tage später besuchte Johann seinen alten Freund, Dr. Jakob. Jakob lebte in einem großen, schönen Haus, mit vielen Zimmern und einem privaten Laborflügel. An diesem Abend veranstaltete Jakob ein Abendessen für einige enge Freunde, darunter auch Johann. Nach dem Essen, als die anderen Gäste gegangen waren, bat Johann darum, mit Jakob allein zu sprechen. Jakob, begann Johann, ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Dr. Jakob, ein großer, freundlicher Mann, mit einem sanften Gesichtsausdruck, lächelte und sagte: Was immer es ist, frag mich ruhig. Es geht um Herr Heinrich, sagte Johann. Ich habe ihn getroffen. Er scheint nicht der richtige Umgang für dich zu sein. Dr. Jakobs Gesichtsausdruck veränderte sich. Das Lächeln verschwand, und er sah ernst aus. Ich möchte nicht über Herr Heinrich sprechen, sagte er leise. Heinrich ist Teil einer Angelegenheit, die ich dir nicht erklären kann. Aber er ist gefährlich, sagte Johann. Ich habe gehört, was er dem kleinen Mädchen angetan hat, und ich habe gesehen, wie die Leute Angst vor ihm haben. Warum lässt du ihn Zugang zu deinem Haus? Und warum steht er in deinem Testament,
fragte Johann. Dr. Jakob stand auf und ging zum Fenster. Er starrte in die Dunkelheit hinaus. »Du musst mir vertrauen, alter Freund«, sagte er. »Ich habe die Situation unter Kontrolle. Und falls mir etwas zustoßen sollte, verspreche ich dir, dass Heinrich verschwinden wird.« Johann sah Jakob an, unsicher, was er glauben sollte. »Ich hoffe, du weißt, was du tust«, sagte er schließlich. »Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, bin ich für dich da.« Dr. Jakob lächelte schwach und legte seine Hand auf Johanns Schulter. »Danke, mein Freund. Das bedeutet mir viel.« Johann ging an diesem Abend mit einem schweren Gefühl nach Hause. Er wusste, dass Dr. Jakob etwas verbarg, aber er konnte nicht verstehen, was. Er beschloss, aufmerksam zu bleiben und seinem Freund zu helfen, falls etwas schiefgehen sollte. Kapitel 4 – Der Mord in der Nacht. Wenige Wochen später wurde die gesamte Stadt von einer schrecklichen Nachricht erschüttert. Ein angesehener Mann, Herr Daniel Krause, war in einer ruhigen Straße in London ermordet worden. Eine Hausangestellte, eine Frau, die in der Nähe wohnte, hatte alles von ihrem Fenster aus beobachtet. Es war spät in der Nacht, erzählte sie der Polizei. Ich sah einen Mann die Straße entlang gehen. Er war ein älterer, höflicher Herr. Plötzlich kam ein anderer Mann auf ihn zu. Er war klein und hatte ein merkwürdiges Aussehen. Sie sprachen kurz, und dann schlug der kleinere Mann mit einem Stock zu. Er schlug und schlug, bis der ältere Mann regungslos auf dem Boden lag. Die Polizei fragte, erkennen Sie den kleineren Mann? Ja, sagte die Frau. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Sein Name ist Herr Heinrich. Die Polizei suchte überall in der Stadt nach Heinrich, aber er war wie vom Erdboden verschluckt. Sie gingen auch zu dem Haus in der engen Gasse, das Heinrich manchmal benutzte. Dort fanden sie den Stock, mit dem Herr Daniel Krause erschlagen worden war, aber Heinrich war nicht da. Die Nachricht über den Mord verbreitete sich schnell, und Johann hörte am nächsten Morgen davon. Er war schockiert. »Herr Heinrich«, rief er. »Das muss ich Dr. Jakob erzählen.« Er eilte sofort zu Dr. Jakobs Haus. Jakob sah bleich und beunruhigt aus, als er ihn empfing. »Jakob«, sagte Johann ernst. »Weißt du, was passiert ist? Herr Heinrich hat einen Mann ermordet.« Jakob nickte und setzte sich schwer in einen Stuhl. »Ich habe davon gehört«, sagte er leise. »Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Heinrich wird nie wieder zurückkommen.« »Was meinst du damit?«, fragte Johann. Jakob öffnete eine Schublade und zog einen Brief heraus. »Heinrich hat mir geschrieben«, sagte er. »Er schreibt, dass er für immer verschwinden wird. Ich werde ihn nie wiedersehen.« Johann las den Brief.
Die Handschrift war zittrig, aber die Worte waren klar. Heinrich entschuldigte sich für die Probleme, die er verursacht hatte, und versprach, zu verschwinden. Trotzdem fühlte sich Johann nicht beruhigt. Es ist gut, dass er weg ist, sagte Johann, aber ich mache mir Sorgen, was das mit dir gemacht hat, Jakob. Du siehst aus, als hättest du etwas Schreckliches durchgemacht. Jakob lächelte schwach. Es war eine schwere Zeit, aber ich bin mit Heinrich fertig. Ich verspreche dir, alles wird wieder gut. Johann nickte, aber er war nicht ganz überzeugt. Er verabschiedete sich von Jakob und ging nach Hause, immer noch besorgt um seinen Freund. Etwas an Jakobs Verhalten stimmte nicht. Es schien, als ob er etwas verbarg. Später an diesem Abend nahm Johann den Brief von Heinrich und verglich ihn mit Dr. Jakobs Handschrift in einem alten Notizbuch. Zu seiner großen Überraschung stellte er fest, dass die Handschriften sehr ähnlich waren. Könnte es sein, murmelte er. Er begann zu begreifen, dass die Verbindung zwischen Dr. Jakob und Herr Heinrich tiefer und komplizierter war, als er gedacht hatte. Kapitel 5 – Dr. Jakob zieht sich zurück. Einige Tage nach dem Mord an Herr Daniel Krause entschied sich Johann, Dr. Jakob erneut zu besuchen. Er machte sich Sorgen um seinen Freund. Als er das Haus erreichte, wurde er von Paul, Jakobs treuem Diener, empfangen, der ihn ins Labor führte. Dr. Jakob saß an seinem Schreibtisch, aber er sah nicht wie er selbst aus. Sein Gesicht war bleich, und er wirkte nervös. Jakob, sagte Johann vorsichtig, ich muss die Wahrheit über Herr Heinrich wissen. Du kannst mir vertrauen. Dr. Jakob hob den Blick und antwortete mit leiser Stimme, ich habe alle Verbindungen zu Heinrich abgebrochen. Er wird niemals zurückkehren. Wie kannst du dir so sicher sein? Fragte Johann. Jakob nahm einen Umschlag und reichte ihn Johann. Dieser Brief kam von Heinrich. Er schreibt, dass er die Stadt für immer verlassen hat. Ich weiß nicht, wo er ist, und ich werde ihn nie wiedersehen. Johann öffnete den Brief und las ihn. Die Handschrift war zittrig, aber die Worte waren klar. Heinrich bat um Verzeihung für die Schwierigkeiten, die er verursacht hatte, und versprach, zu verschwinden. Trotzdem fühlte sich Johann nicht beruhigt. Es ist gut, dass er weg ist, sagte Johann, aber ich mache mir Sorgen, was das mit dir gemacht hat, Jakob. Du siehst aus, als hättest du etwas Schreckliches erlebt. Jakob lächelte schwach. Es war eine schwierige Zeit, aber ich bin mit Heinrich fertig. Ich verspreche dir, alles wird wieder gut. Johann nickte, aber er war nicht ganz überzeugt. Er verabschiedete sich von Jakob und ging nach Hause, weiterhin besorgt um seinen Freund. Etwas an Jakobs Verhalten stimmte nicht. Es schien, als ob er etwas vor ihm verbarg. Später an diesem Abend nahm Johann den Brief von Heinrich und verglich ihn mit Dr. Jakobs Handschrift in einem alten Notizbuch. Zu seiner großen Überraschung stellte er fest,
dass die Handschriften sehr ähnlich waren. Könnte es wirklich so sein, murmelte er. Die Verbindung zwischen Dr. Jakob und Herr Heinrich wurde immer rätselhafter. Kapitel 6 – Neue Sorgen. Wochen vergingen, und Johann bemerkte, dass sich Dr. Jakobs Verhalten veränderte. Anfangs schien er glücklicher und entspannter. Er lud Freunde zum Abendessen ein und sprach offen über die Zukunft. Alles schien wieder normal zu sein. Doch eines Tages hörte Jakob plötzlich auf, Besucher zu empfangen. Niemand hatte ihn seit Tagen außerhalb des Hauses gesehen. Wohl, der treue Diener, erzählte Johann, dass Jakob sich in seinem Labor eingeschlossen hatte und sich weigerte, mit jemandem zu sprechen. Johann wurde besorgt und entschied sich, einen anderen Freund zu besuchen, Dr. Leonhard. Leonhard war ein älterer Arzt und einer von Jakobs engsten Freunden. Vielleicht wusste er, was vor sich ging. Als Johann Leonhards Haus erreichte, war er schockiert über das, was er sah. Leonhard, der immer gesund und voller Energie gewesen war, sah nun aus wie ein kranker, alter Mann. Sein Gesicht war bleich und seine Hände zitterten. »Was ist passiert, Leonhard?« fragte Johann. Leonhard schüttelte den Kopf. »Ich möchte nicht darüber sprechen«, sagte er mit schwacher Stimme. »Ich will nur eines sagen, ich will Dr. Jakob nie wiedersehen. Er hat etwas Schreckliches in mein Leben gebracht.« Johann war verwirrt. »Was meinst du? Habt ihr gestritten?« Leonhard schaute ihn mit traurigen Augen an. »Nein, aber ich habe etwas erfahren, das ich lieber nie gewusst hätte.« »Frag mich nicht weiter, Johann. Ich kann es dir nicht erklären.« Johann verließ Leonhards Haus mit einem schweren Gefühl im Magen. Was konnte zwischen Leonhard und Jakob passiert sein? Was verbarg Jakob? Und warum wollte Leonhard ihn nie wiedersehen? Einige Tage später erhielt Johann einen Brief von Leonhard. Der Brief war kurz, aber ernst: »Wenn ich tot bin, kannst du den beigefügten Umschlag öffnen. Nicht vorher.« Johann war schockiert, aber er respektierte Leonhards Wunsch. Nur wenige Tage später starb Leonhard. Der Umschlag lag nun in Johanns Schreibtisch, und er war verwirrter denn je. Was war zwischen Dr. Jakob und Herr Heinrich wirklich passiert? Kapitel 7 – Ein Treffen am Fenster. An einem Sonntagnachmittag machte Johann einen Spaziergang mit seinem Freund Stefan. Sie kamen erneut an dem alten Haus mit der geheimnisvollen Tür vorbei, dasselbe Haus, das Herr Heinrich oft benutzt hatte. Beide Männer blieben stehen und sahen sich das Haus an. »Dieses Haus macht mich jedes Mal unruhig«, sagte Stefan. »Ich wünschte, wir könnten herausfinden, was dort vor sich geht.« Genau in diesem Moment sahen sie Dr. Jakob. Er stand an einem offenen Fenster seines Labors und sah müde aus. »Jakob«, rief Johann. »Bist du das? Du siehst nicht gut aus. Warum kommst du nicht heraus, um frische Luft zu schnappen?«
Dr. Jakob lächelte schwach. Ich fühle mich nicht stark genug, um hinauszugehen, antwortete er. Aber es ist schön, euch zu sehen. Wie geht es euch? Die drei Männer unterhielten sich eine Weile, doch plötzlich veränderte sich Jakobs Gesichtsausdruck. Ein Ausdruck von Angst und Schmerz breitete sich über sein Gesicht aus, und er schrie. Dann schlug er das Fenster mit einem lauten Knall zu, und verschwand. Johann und Stephan starrten einander schockiert an. Was war das? Fragte Stephan. Ich weiß es nicht, antwortete Johann, aber das war nicht normal. Ich glaube, Jakob ist in großer Gefahr. Sie entschieden sich, den Ort zu verlassen, aber Johann konnte nicht aufhören, an Jakobs Gesicht zu denken. Er hatte seinen Freund noch nie so verängstigt gesehen. Etwas Schreckliches war im Gange, und Johann wusste, dass er herausfinden musste, was es war. Kapitel 8 – Paul bittet um Hilfe. An einem kalten Winterabend saß Johann allein in seinem Wohnzimmer, als er ein Klopfen an der Tür hörte. Es war Paul, Dr. Jakobs treuer Diener. Er wirkte aufgeregt und verängstigt. Was ist los, Paul? Fragte Johann. Es ist Dr. Jakob, antwortete Paul. Er hat sich in seinem Labor eingeschlossen und weigert sich herauszukommen. Er ist seit Tagen dort. Ich habe Angst, dass etwas Schreckliches passiert ist. Haben Sie ihn gesehen? Fragte Johann. Nein, seit mehreren Tagen nicht, sagte Paul. Aber ich habe eine seltsame Stimme dort drinnen gehört. Sie klingt nicht wie Dr. Jakob. Johann wurde ernst. Ich komme mit. Wir müssen herausfinden, was vor sich geht. Gemeinsam gingen sie zu Dr. Jakobs Haus. Drinnen war es dunkel und still. Die anderen Diener versammelten sich in der Halle, alle mit ängstlichen Gesichtern. Was haben Sie gehört? Fragte Johann. Einer der Diener antwortete, Dr. Jakob hat nach Chemikalien gerufen. Wir haben sie ihm durch die Tür gereicht, aber er sagt, dass nichts davon richtig ist. Paul führte Johann zur Labortür. Er klopfte vorsichtig. Dr. Jakob, hier ist Johann. Kann ich mit Ihnen sprechen? Eine tiefe, heisere Stimme antwortete von innen, nein, geh weg. Johann drehte sich zu Paul um. Das klang nicht wie Jakob, sagte er. Wer glauben Sie, ist dort drin? Ich weiß es nicht, sagte Paul. Aber ich fürchte, es ist Herr Heinrich. Herr Heinrich, rief Johann. Wie kann das sein? Paul schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hat Dr. Jakob etwas Schreckliches angetan. Johann beschloss, dass sie die Tür aufbrechen mussten. Wir können nicht länger warten. Wenn Herr Heinrich dort drin ist, müssen wir ihn aufhalten. Mit Hilfe der Diener nahm Johann eine schwere Axt und schlug gegen die Tür.
Es dauerte mehrere Schläge, bis sie nachgab. Als sie eintraten, sahen sie ein chaotisches Zimmer. Überall lagen verstreute Papiere, verschüttete Chemikalien und zerbrochene Geräte. In der Mitte des Raumes lag eine kleine, zitternde Gestalt, Herr Heinrich. Aber Dr. Jakob war nirgends zu finden. Kapitel 9 – Dr. Leonhards geheime Botschaft. Nach der Entdeckung im Labor ging Johann mit einem tiefen Gefühl der Unruhe nach Hause. Herr Heinrich war tot, aber Dr. Jakob blieb verschwunden. Während er allein in seinem Arbeitszimmer saß, holte Johann den Brief hervor, den Dr. Leonhard ihm hinterlassen hatte. Er hatte versprochen, den Brief erst nach Leonhards Tod zu öffnen, und jetzt war der Moment gekommen. Johann brach das Siegel und begann zu lesen. Der Brief beschrieb eine Nacht, die Leonhards Leben für immer verändert hatte. Dr. Leonhards Brief. Lieber Johann, ich schreibe diesen Brief, um dir eine schreckliche Wahrheit zu enthüllen, die ich mir wünsche, nie erfahren zu haben. Vor einigen Wochen erhielt ich eine merkwürdige Bitte von unserem gemeinsamen Freund, Dr. Jakob. Er bat mich, eine Kiste aus seinem Labor zu holen und sie mit nach Hause zu nehmen. Er sagte, ein Mann würde in derselben Nacht kommen, um sie abzuholen. Ich tat, was er verlangte. Ich holte die Kiste und wartete. Gegen Mitternacht klopfte es an meine Tür. Ein Mann, klein und zitternd, trat ein. Ich wusste sofort, dass es Herr Heinrich war. Er verhielt sich rastlos, als ob er verfolgt würde. Er öffnete die Kiste mit zitternden Händen und begann, einige Chemikalien zu mischen. Als er fertig war, drehte er sich zu mir um und sagte, Sie sind ein Wissenschaftler, Dr. Leonhard. Sie haben sich sicher gefragt, was Dr. Jakob erforscht hat. Jetzt werde ich es Ihnen zeigen. Bevor ich ihn aufhalten konnte, trank er die Mischung. Es war, als ob ihn ein Blitz getroffen hätte. Sein Körper krümmte sich, und sein Gesicht veränderte sich. Direkt vor meinen Augen verwandelte sich Herr Heinrich in Dr. Jakob. Ich war schockiert und gelähmt. Jakob versuchte zu erklären, wie er einen Weg gefunden hatte, seine guten und bösen Seiten zu trennen. Aber ich konnte nicht mehr zuhören. Ich wusste, dass ich Jakob niemals wiedersehen konnte, wie ich ihn einst gekannt hatte. Diese Erfahrung zerstörte meine Gesundheit, und ich wusste, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Das ist die Wahrheit, Johann. Nutze dieses Wissen weise. Johann legte den Brief mit zitternden Händen zur Seite. Die Wahrheit, die Dr. Leonhard enthüllt hatte, erklärte alles. Herr Heinrich und Dr. Jakob waren ein und dieselbe Person. Jakobs Experiment hatte ihm die Fähigkeit gegeben, sich zu verwandeln, aber zu welchem Preis? Johann wusste, dass er ins Labor zurückkehren musste, um herauszufinden, was mit Jakob geschehen war. Kapitel 10 – Dr. Jakobs Geständnis. Zurück im Labor fand Johann ein Tagebuch, das von Dr. Jakob geschrieben worden war.
Es war voller Details über Jakobs geheime Experimente und darüber, wie er hier Heinrich erschaffen hatte. Während Johann las, begann er, die ganze Geschichte zu verstehen. Dr. Jakobs Tagebuch. Ich wollte schon immer den inneren Konflikt zwischen Gut und Böse im Menschen verstehen. Beide Teile existieren in uns, und ich wollte sie voneinander trennen. Nach jahrelangen Experimenten fand ich einen Weg, dies zu tun. Ich entwickelte eine Mischung aus Chemikalien, die mich verwandeln konnte. Zuerst hatte ich Angst vor dem, was passieren könnte, aber ich musste es ausprobieren. Als ich die Mischung zum ersten Mal trank, fühlte ich eine seltsame Veränderung. Mein Körper schrumpfte und meine Gedanken wurden dunkler. Ich war zu Herr Heinrich geworden, dem bösen Teil von mir selbst. Als Heinrich konnte ich tun, was ich wollte, ohne Schuldgefühle zu empfinden. Es war eine gefährliche Freiheit, aber auch eine, die mich immer wieder zurücklockte. Doch Heinrich begann, die Kontrolle zu übernehmen. Jedes Mal, wenn ich mich verwandelte, wurde es schwieriger, zu Dr. Jakob zurückzukehren. Schließlich begann die Verwandlung von selbst zu geschehen, ohne dass ich die Mischung trank. Ich wurde ein Gefangener meiner eigenen Schöpfung. Ich versuchte aufzuhören, aber Heinrich war zu stark. Er tötete Herr Daniel Krause, und ich wusste, dass meine Zeit abgelaufen war. Ich schreibe dies, um dir alles zu erklären, Johann, mein lieber Freund. Ich habe keine Kontrolle mehr, und Heinrich wird mich vollständig zerstören. Wenn du dies liest, werde ich nicht mehr existieren. Nur Heinrich wird übrig sein. Ich hoffe, du findest einen Weg, ihn aufzuhalten. Leb wohl. Johann legte das Tagebuch mit schwerem Herzen zur Seite. Er verstand nun, warum Jakob sich zurückgezogen hatte, und warum Heinrich aufgetaucht war. Dr. Jakob war ein guter Mann gewesen, der sich selbst verstehen wollte, aber das Experiment war außer Kontrolle geraten. Als die Polizei das Labor untersuchte, fanden sie keine Spur von Dr. Jakob. Herr Heinrich war tot, und mit ihm auch Dr. Jakob. Die tragische Geschichte von Jakob und Heinrich war zu Ende, aber Johann wusste, dass er seinen Freund und das schreckliche Geheimnis, das er getragen hatte, niemals vergessen würde. Danke fürs Zuschauen. Gefällt dir die Geschichte? Lass ein Like da, abonniere für mehr spannende Videos und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Bis bald.